Habt ihr schon mal sowas hier auf der Straße gesehen und euch dann gefragt, was das ist? Ihm ging es so. Und ihm auch. Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande und heute treffe ich Christian? und ich fahre heute zum allerersten Mal Velomobil. Was ist das für ein Teil? Wie fühlt sich das an auf der Fahrbahn? Und was treibt Leute an, über 10.000 € dafür auszugeben? Das wollen wir in diesem Video mal besprechen. Erstmal Christian, vielen, vielen Dank, dass wir uns hier heute treffen können. Du uns ein bisschen was über deine Velomobile, aber über Velomobile allgemein erzählst. Das ist wirklich außergewöhnlich. Und vielen Dank auch an Jackery fürs Sponsern dieses Videos, aber dazu später mehr. Zuallererst mal die Frage, wer bist du, was machst du so allgemein neben Velomobilfahren? Ja, ich bin Christian, komme aus dem hügeligen bergischen Solingen, arbeite im Bereich IT in Köln. Bin eigentlich mehr mit Computern beschäftigt, aber brauche irgendwie ein bisschen Ausgleich und bastel auch viel. Und irgendwann kam halt dann Velomobile ins Haus nach diversen anderen Fahrrädern. Wie bist du dazu gekommen? Also was war der Trigger für dich, dich mit Velomobilen auseinanderzusetzen? Die lange Geschichte kurz zu machen, also nach so Brompton Falträdern habe ich irgendwann so einen Knicklenker gesehen, kann man aber selten kaufen, habe ich bauen lassen. Das war dann halt ein Liegerad, habe ich fahren gelernt. Dann war ich in einer Gruppe von Liegeradfahrern aus dem Bereich Köln. Die hatten Liegeräder und Velomobile. Da habe ich halt Velomobile zum ersten Mal so richtig gesehen. Und dann war irgendwann zu verkaufen. Und das war dann halt der Anfang vom Velomobilfahren. Wofür nutzt du das eigentlich? Also eigentlich primär, um fit zu bleiben, Spaß zu haben. Also auch zum Pendeln, was ich aber nicht jeden Tag machen muss. Und auch, ich habe auch noch ein Auto, weil Solingen ist hügelig. Da will ich nicht jeden Tag schwitzen und Einkäufe, Berge hochpuckeln. Also ich fahre halt einfach Trainingsstrecken, Brevets, Rennen damit, Treffen und auch so Langstrecken. Sachen mittlerweile. Würdest du sagen, dass man das komplett alleine machen kann, das Velomobilfahren? Also man fährt ja alleine, weil es keinen Wind oder nicht viel Windschatten gibt. Man kann auch schlecht nebeneinander fahren die ganze Zeit. Also ich sage, Rennradfahren ist wahrscheinlich mehr Kommunikation und Teamsport als Velomobilfahren. Man trifft die Dinger manchmal in Rudeln, aber das auch mehr, weil man dann irgendwie sich trifft, aber während der Fahrt ist man eigentlich sowieso alleine und fährt auch meistens sein Ding dann. Du bist aber auch mit ganz vielen anderen vernetzt. Wofür nutzen andere ihr Velomobil? Also die meisten oder viele halt auch zum Spaß haben, fit bleiben, aber es gibt auch tatsächlich welche, die damit pendeln. Also das hört man immer wieder, wenn die Strecke passt. Also die muss natürlich gut laufen, man soll ja auch nicht zu lang sein oder man will nicht zu viel schwitzen, man will auch nicht ständig mit Autos zusammenfahren. Für manche funktioniert das, da kenne ich ein paar, aber für manche ist es wirklich nur ein Sportgerät. Also die Faszination kommt grundsätzlich vom Fahrradfahren und dann von der Weiterentwicklung im Fahrradfahren. Aber was fasziniert dich am meisten am Velomobilfahren? Also erstmal ist es natürlich, dass man geschützt ist, dass man also eine bequeme Körperhaltung hat. Man sitzt da sehr bequem drin, kann über weite Strecken fahren und das eben auch zügig und effizient. Also für dieselbe Strecke mit einem normalen Fahrrad würde ich wesentlich länger brauchen, müsste mich immer dick anziehen oder irgendwie passend zum Wetter anziehen. Ja, es ist halt sehr bequem, relativ sicher und macht Spaß. Auch die Technik. Also ich bastel auch viel, optimiere irgendwo was oder mache mir irgendwas so, wie ich es gerne hätte. Und das macht auch schon eine Menge Spaß. Das ist mehr Potenzial als an einem normalen Fahrrad. Ja, okay, ja, das stimmt. Wenn jetzt jemand irgendwie motiviert ist, sich mit dem Thema Velomobil auseinanderzusetzen, wo sollte die Person am besten anfangen mit der Suche? Also ich denke mal, man muss sich erstmal mit dem Thema, man sitzt tief oder liegt, auseinandersetzen. Also die meisten kommen vom Trike oder Liegerad, sage ich ehrlich. Wenn jemand vom Rennrad kommt, das kann gut funktionieren, aber die meisten Leute haben irgendwie schon Liegeraderfahrung oder es schadet zumindest nicht, weil sie die Perspektive und das Fahren kennen. Ja.
Und wenn man das halt anfangen will, musste man nur in die Händlerkarte gucken. Hier der Hersteller hat auf seiner Homepage eine Händlerkarte. Das Netz ist leider nicht so dicht, aber irgendwo gibt es halt Händler, die haben Vorführmodelle, da kann man Probe fahren oder man sucht Kontakt zu lokalen Gruppen und fragt da mal nach. Die meisten lassen einen auch mal sitzen oder auch eine Runde fahren. So wie ich jetzt gerade. Ja. Okay, also ist schon etwas mehr Recherche notwendig als bei einem normalen Rennrad. Ja, es gibt verschiedene Modelle. Man muss erst mal gucken, ob man das mit dem Fahren klarkommt und ob man was Passendes von der Körpergröße findet, weil das ist halt auch sehr speziell von der Größe. Da passt nicht jeder in jedes Modell rein und ob einem das zusagt. Ja, und was so die Spezialitäten von diesem Bike jetzt ist, ich würde sagen, das gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Also sag doch mal, was für ein Modell ist das jetzt im Speziellen? Also das ist ein Alpha 9, also A9, wobei das der Basisname ist. Dasselbe Modell in derselben Grundform gibt es also noch insgesamt in 4 Größen. Also das ist das Größte und es gibt das runter bis für Leute, die nur 1,50 Meter groß sind. Ja. Das ist dann natürlich kleiner, schlanker, leichter. Und das ist aber alles aus derselben Form entstanden oder aus demselben Design. Die sind von außen sehr ähnlich, aber eben wie T-Shirt-Größen in verschiedenen Größen zu haben. Wie sind so die technischen Daten? Also wie lang ist das Gerät jetzt? Das ist jetzt 2,66 Meter lang, 80 Zentimeter breit, kann Leute bis, sag ich mal, Pi mal Daumen 2 Meter oder 2,10 Meter aufnehmen. Aber das ist immer sehr speziell, da muss man immer gucken von den Proportionen, ob das wirklich passt oder wie das für jemanden passt. Manchmal muss man an den Kurbeln gucken, dass kürzere Kurbeln nötig sind oder irgendwas am Sitz noch verändern. Aber das ist halt gedacht für Leute, die 2 Meter oder einen Tick drüber sind. Okay. Das Besondere war jetzt, wir sind 1,96 Meter beide, haben aber sehr unterschiedliche Körperbauten. Ja. Dein Oberkörper ist länger, mein Oberkörper ist noch eine ganze Ecke kürzer. Wie ist das erstmal hier drin aufgebaut? Wir sehen jetzt ja nur diese gelbe Hülle. Ja, ein Trike hat einen Rahmen. Der Rahmen ist quasi hier ein Monocoque. Das ist eine tragende Konstruktion außen, die Karosse. Wo die gleich sind, ist halt das Fahrwerk und der Antrieb. Also man hat hier vorne, wenn man mal beim Antrieb anfängt, die Kurbel, die Kette. Die Kette läuft halt hier in dem Fall über 2 Umlenkrollen nach hinten zum Hinterrad. Also unter dem Sitz her. Das ist bei den meisten Trikes ja auch so. Und treibt das Hinterrad an. Die Vorderräder lenken und bremsen nur. Die Karosse ist halt da dünn, wo sie dünn sein kann, stromlinienförmig, und ist halt da stabil, wo sie Kräfte aufnehmen muss an Fahrwerk und Antrieb, und ist halt aus einem Stück, und das ist halt das Velomobil, also quasi eine Art Exoskelett. Okay, jetzt ist dann ein relativ großes Kettenblatt drin, eine Rennradschaltung, ne? Das Kettenblatt ist jetzt für unsere Verhältnisse nicht sehr groß, das ist nur 60, aber es gibt auch Leute, die in der Ebene 70 oder mehr fahren. Aber ich muss Berge hoch, also 60 für mich jetzt schon das Limit. Ja, und ich bin nicht so fit, deswegen ist das auch ganz gut. Hat es einen Elektroantrieb? Und gibt es diese Dinger mit Elektroantrieb? Also das hat keinen Elektroantrieb, aber man kann natürlich, wenn man aus Gründen Fitness oder Berge oder höhere Durchschnittsgeschwindigkeit einen braucht, kann man auch einen Elektroantrieb da reinmachen. Das sind meistens hier vorne Tretlagermotoren. Ja. Aber es gibt auch welche, die da andere Lösungen haben. Aber Tretlagermotoren sind einfach das Einfachste. Aber wenn das hier keinen Antrieb hat, ne? Warum ist denn hier ein Akku drin? Oh, wer hat den denn da reingetan? Ja, ach so, das ist vom Sponsor Jackery. Und dieser Akku ist so klein, der passt sogar vorne in ein Velomobil rein. Das hier ist die Jackery 300D Powerbank. Eine kleine Stromversorgung für unterwegs, wenn dein Strombedarf nicht allzu groß ist. Du kannst damit dein Smartphone laden, das Tablet, ein Starlink zum Beispiel, falls du das denn möchtest. Und mit einem solchen Solarpanel lässt sich das auch ganz einfach wieder vollladen, ohne dass du auf irgendeine Stromquelle angewiesen bist. Die Jackery 300D Powerbank hat einen 288 Wattstunden Akku hier drin, und du kannst mit den insgesamt 4 USB-Schnittstellen auch viele Geräte gleichzeitig laden. Dazu ist dann hier noch ein Stromanschluss für einen Zigarettenanzünder aus dem Auto und auch eine kleine Lampe, falls du mal abends im Zelt noch ein bisschen lesen möchtest. Mit dem optionalen 40 Watt Solarpanel, das ebenfalls eingefaltet hier reinpassen würde, könnt ihr sogar tagelang ohne Steckdose auskommen.
Dank der Lithium-Eisenphosphat-Zellen hier in der Powerbank verspricht Jackery eine Lebensdauer von 4000 Ladezyklen und bis zu 5 Jahre Garantie. Das Gehäuse ist sehr stabil und ein cooles Detail ist dieser Haltegriff hier, denn der ist nicht nur ein Haltegriff, sondern da verbirgt sich auch ein kleines USB-C-Kabel. Und das ist ein ziemlich cooles Detail, das habt ihr also immer dabei und könnt es nicht verlieren. An diesen Karabinern könnt ihr aber auch einen anderen Haltegurt befestigen, damit ihr die ganze Powerbank irgendwie an den Rucksack hängen könnt. Also wirklich super geeignet für Outdoor-Aktivitäten, bei denen ihr einfach ein bisschen Strom braucht. Jackery hat aber nicht nur diese tragbaren Powerstations in verschiedenen Kapazitäten und Auslegungen, sondern auch große Batteriespeicher und Solar-Balkonkraftwerke. Guckt euch jetzt mal den Link unten in der Videobeschreibung an und ich sage vielen, vielen Dank an Jackery für den Support der Radelbande. Jetzt geht es weiter ums Velomobil. Also es gibt noch diese Modellreihe Milan und Nachfolger, also jetzt aktuell Bülk, die haben ein anderes Konzept, da ist der Einstieg größer, die sind aber dafür auch flacher und man klappt die Haube immer so oder den Einstieg nach vorne auf und hier ist der Einstieg so mehr so kanuartig kleiner. Ja. Und die Leute, sage ich mal, die sowas hier fahren auch tendenziell eher offen, aber wenn man dann halt wettergeschützt oder Regen- oder windgeschützt sein will, oder halt aus aerodynamischen Gründen gibt es halt so Hauben, die setzt man sich halt drauf, schnallt die hier feste. Christian, das sieht ja so ein bisschen aus jetzt wie so ein Star Wars Bösewicht. Wie sieht das aus, wenn du das draufbaust da? Das setzt dann einfach so drauf. Das ist jetzt eine von mehreren Hauben. Das ist jetzt die Alltagshaube, die hat hier seitlich Lüftung, weil man merkt, wenn man damit fährt, es wird einem ziemlich schnell ziemlich warm und man braucht einfach Luft. Ja. Und das ist hier so regengeschützt. Also gut, wenn ein Schlag von der Seite kommt, wird man nass. Man wird aber eh nass. Wenn nicht von außen, dann von innen. Das Ding ist jetzt nicht super schnell, aber ist einfach praktisch, weil man sehr viel Luft kriegt, hat ein schönes Motorradvisier, kann da so einen Wischer dran bauen wie hier. Ja. Und das sitzt jetzt einfach formschlüssig drauf? Oder ist das noch irgendwie? Und ist festgeschnallt. Nee, das ist einfach nur oben drauf. Ach so, okay. Und wenn man dann aussteigt, muss man das Ding halt irgendwie zur Seite legen, nach vorne. Ich fahre meistens aber offen, also weil ich einfach die Natur und den Wind lieber habe, als unter so einer schwitzigen Haube zu sitzen. Und einen Berg hoch nützt mir die nichts und Berg runter muss ich bremsen. Und wenn ich aber jetzt weiß, ich würde jetzt 100 Kilometer in der Ebene fahren, dann wäre natürlich eine Haube schon aus aerodynamischen Gründen sehr sinnvoll. Aber bei meinen Geschwindigkeiten ist das eigentlich, wo ich fahre, witzlos. Es ist nur Wetterschutz. Okay. Oder bei Rennen. Also es gibt noch eine Rennhaube, aber die gibt es nicht zu kaufen. Das habe ich auch mitgebracht. Damit habe ich jetzt letzte Woche in Apeldoorn gefahren. Die ist halt nicht zu öffnen. Die ist halt deutlich windschnittiger und die ist eigentlich für das etwas kleinere Modell, darum ist die eigentlich zu schmal, aber die passt hier so gerade drauf und die ist dann jetzt, die Spiegel sind jetzt nur, damit ich sehe, wenn hier mich jemand überholt, die müssten eigentlich auch noch weg. Die habe ich nur provisorisch drauf. Ja. Und das ist dann halt so ein Spezialding, die gibt es auch nicht zu kaufen, das ist halt hier von dem Entwickler, habe ich dem abgeschwärzt und die funktioniert deutlich besser von der Performance als die. Also Performance ist dann auch, das merkst du dann auch tatsächlich, dass du da so einen aerodynamischen Vorteil hast dann. Ja, ich bin jetzt nicht so ein Zahlenfetischist, aber ich meine, das wäre so eine Haube im Bereich irgendwas 10 bis 20 Watt bei dem Speed, den man fährt, den man dann weniger braucht. Und das macht schon was. Oder waren es 10 oder 10 und 20 Kilometer? Also man wirft dann mit Zahlen rum, aber man merkt das schon. Also weil einfach die Luft weniger verwirbelt und weniger Luftwiderstand ist. Wie kommt so ein Velomobil bei den Leuten an? Das ist verschieden. Also Kinder lachen sich manchmal tot oder finden das total toll. Von Frauen kriegt man meistens einfach nur ein Lachen. Bei Männern ist es unterschiedlich. Die einen finden es faszinierend, die anderen regen sich total auf, wie man sich erlauben kann, mit sowas auf der Fahrbahn zu fahren. Es ist wirklich unterschiedlich. Man versucht halt immer möglichst freundlich und respektvoll aufzutreten. Das ist halt ungewöhnlich und ich will damit nicht irgendwo rumheizen oder Leute erschrecken oder Leute nerven. Also ich versuche schon so zu fahren, dass ich meinen Spaß habe, aber andere dabei nicht störe oder gefährde. Also ich fahre jetzt nicht mit 50 auf engen Radwegen an Kindern vorbei. Da bremst man halt runter, das ist klar. Aber darum fahre ich auch, wenn es eng wird, lieber auf der Fahrbahn als auf engen Radwegen, weil die nicht für sowas gemacht sind. Manche fragen nach, was es ist oder wissen es nicht. Oder es ist unterschiedlich. Es kommt auch immer auf die Leute an. Ja. Und was ist das
größte Missverständnis, das dir irgendwie entgegengebracht wird? Oder was die Leute haben in Bezug auf Velomobile? Manche denken halt, es hätte einen Motor und man könnte nicht so schnell fahren mit eigener Muskelkraft. Manche denken auch, weil es so aussieht wie ein Auto, es wäre ein Auto und es fehlt ein Nummernschild oder es dürfte nicht auf der Fahrbahn fahren. Ja, Aber es ist eigentlich technisch gesehen ein Fahrrad. ja. Und theoretisch bist du ja auch irgendwie an die Radwegebenutzungspflicht gebunden. Jein, theoretisch schon, aber es gibt so eine Verwaltungsvorschrift, die manche Leute ausgedruckt mit sich führen. Da steht irgendwie sinngemäß, dass man mit mehrspurigen Fahrzeugen eben nicht unbedingt den Radweg benutzen darf oder die Ordnungskräfte davon absehen sollen, einen da hinzuschicken. Aber wenn Okay, da ein Polizist kommt und sagt, du fährst auf dem Radweg, dann muss ich das erstmal machen. Okay. Aber wenn der weg ist oder wenn ich dann irgendwo weiterfahre, muss ich mich selber entscheiden, ob ich mich der Gefahr auf dem Radweg aussetze oder andere der Gefahr aussetze, weil das Ding ist einfach auf dem Radweg meistens Fremdkörper und nicht dafür gemacht. Hast du regelmäßig Begegnungen mit den Ordnungshütern? Ich zum Glück nicht so viel. Also einmal bin ich kontrolliert worden, weil die dachten, das fährt ja ganz schön schnell und das hat einen Motor. Dann zeige ich denen halt meinen nicht vorhandenen Motor oder meine Beine. Ich war auch ziemlich verschwitzt und das war ziemlich klar, dass ich keinen Motor hatte. Und dann sind die recht interessiert und freundlich. Dann wussten sie es und das war's. Aber andere haben da schon öfter Begegnungen gehabt. In manchen Gegenden werden die dann auch öfter kontrolliert. Aber meistens, wenn man freundlich ist und geht das aber auch gut. Die sind einfach nur besorgt oder werden von Bürgern angerufen, dass da irgendwas ist, was da nicht hingehört. Und dann gucken die und sehen, das ist ein Fahrrad. Und dann war es das. Also wir hatten jetzt eben gerade auch die ganze Zeit Leute, die hier so hinterm Auto hervorgelugt haben und nicht genau wussten, wie sie uns ansprechen oder ob sie uns ansprechen wollen. Was war denn so dein peinlichster oder lustigster Moment mit dem Velomobil? Ja, peinlich ist so eine Sache, aber es ist immer schon komisch, wenn man dann in etwas kühlerem Wetter, in dem Ding wird es relativ schnell ziemlich warm. Man steigt dann halt irgendwo mal aus, weil man an die Tankstelle will und sich was zu trinken holen oder irgendwo bei einem Brevet eine Kontrolle, Stempel holen will. Und man hat dann halt nur eine Badeshorts und ein dünnes Laufshirt an und das sieht dann halt ein bisschen komisch aus, weil alle anderen mit Schal und dicken Klamotten rumlaufen. Da fühlt man sich dann manchmal so ein bisschen underdressed, aber und lustig ist es bei dem Ding natürlich immer, wenn jemand fragt, darf ich da mal rein, und ich bin sehr groß und habe einen sehr langen Rücken und die verschwinden da drin und können nicht rausgucken, weil es ist halt sehr stark vom Fahrer abhängig, wie viel man sieht, und bei dem die meisten Leute, selbst die 1,95 sind, die können nicht mal die Straße sehen, weil ich einfach diesen langen Rücken habe und die sehr tief da reinrutschen, aber man kann den Sitz anpassen und auch kleinere Oberkörper da unterbringen. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie das gleich sich wirklich so auf der Fahrbahn verhält oder beim richtig Schnellfahren auch. Also der Sitz ist jetzt, den habe ich extra dafür angepasst. Das ist ein alter Sitz, wo hier schon Löcher waren, die habe ich zugemacht. Der ist halt höher, der müsste für deine Größe ja passen, haben wir eben gesehen. Ne? Ja, also genau. Wenn ich da rein sitze, dann klemme ich mit meinen Schultern hier oben feste und habe Schmerzen, und bei dir passt es, also du würdest da jetzt auch gar nicht reinpassen? Nee. Also ich kann damit 10 Meter fahren, aber dann möchte ich auch wieder aussteigen. Zum Vergleich, der Sitz ist der gleiche Sitz vom Grunde her, aber hier das Stück ist halt reingesetzt. Das ist, was mein Rücken jetzt länger ist. Und die Oberkante ist ja ähnlich. Also wenn ich den Sitz reinmache, dann rutsche ich einfach 3 Zentimeter tiefer da rein und mein Kopf ist dann auf der richtigen Höhe, und wenn du dich in den Sitz setzt, dann ist dein Kopf 3 oder 4 Zentimeter zu tief und du kannst nicht vernünftig gucken. Okay, dann musst du die ganze Zeit quasi so irgendwie rauslehnen, und das ist dann auch alles andere als gemütlich. Okay. Was würdest du denn sagen, für wen ist so ein Velomobil absolut nichts? Für Leute, also man sollte eine gewisse Grundfitness haben oder muss halt mit Motor fahren, also mit Hilfsmotor. Man muss aus den Dingern rein und rauskommen, also jemand, der irgendwo von der Beweglichkeit oder von der Armkraft her das nicht schafft, sollte lieber halt ein offenes Trike fahren oder halt so ein Klappen-Velomobil, wo man eventuell was leichter rein und rauskommt. Hier muss man sich wirklich rausdrücken. Am Berg merkt man, dass man halt nicht nur sein Gewicht, sondern auch noch mehr als bei einem Fahrrad den Berg hochdrücken muss. Also man wird sehr, sehr langsam und fängt sehr schnell an zu schwitzen. Das muss man halt wissen und damit klarkommen.
Oder wer einfach von den Körperabmessungen, manche haben sehr breite Hüften oder sehr breite Schultern, Ja. da wird es manchmal eng. Es muss also irgendwo passen von den Proportionen her. Wenn ich jetzt gleich zum ersten Mal damit fahre, was meinst du, was wird mich am meisten überraschen? Wenn du Lastenrad fährst und wahrscheinlich mit Antrieb, wirst du halt sehen, dass du hier auf eine wahrscheinlich höhere Geschwindigkeit mit viel weniger Einsatz kommst und einfach dahin rollst. Und ja, dann vielleicht der Wendekreis ist natürlich ein bisschen ein Thema, da muss man immer ein bisschen taktieren, gucken. Aber einfach fahren und gucken. Also es ist für die meisten ein Aha-Erlebnis, wie schnell man mit Muskelkraft fahren kann. Aber genau das werden wir jetzt mal ausprobieren, oder? Oder Jo. ich werde das, du weißt ja, wie es fährt. Ich werde es mal ausprobieren. Das erste Mal Velomobil in meinem Leben. Und jetzt hat sich jemand genau hier hinter uns gestellt, ins Bild der Kamera. Aber gut, das ist unser Zeichen. Wir legen jetzt mal los. Ich steige ein und wir fahren eine Runde. So sehe ich jetzt aus, hier schön mit so einem kleinen Pinökel auf dem Kopf. Und wir begeben uns jetzt auf eine kleine gemeinsame Runde. Ich bin sehr gespannt. Du nimmst dieses hier und ich fahre mit dem, das wir eben gerade gezeigt haben. Und genau, zum Einsteigen muss man jetzt natürlich, bei dir sieht das natürlich super smooth aus. Also ein Fuß rein. Flexibel einarbeiten und dann langsam einwirken lassen. Ne? Okay. Am Anfang ist das natürlich erstmal super ungewöhnlich, auch weil hier eine Panzerlenkung drin ist in diesem Velomobil. Das heißt, gelenkt wird dadurch, dass der linke und der rechte Arm jeweils nach vorne und hinten bewegt werden und damit dann nach rechts und links gelenkt wird. Und jetzt haben wir rot. Das sind so Ampeln, die einen dann nerven, weil man den Schwung verliert. Schwung ist das Kapital, also man muss immer gucken, dass man flüssig am Fahren bleibt. Auch die Übersicht ist im ersten Moment wirklich sehr eingeschränkt. Alles ist super tief über dem Boden und man guckt quasi nur ganz knapp über den Bauch rüber. Dann muss man sich auch teilweise ein bisschen strecken, um zu gucken, dass man den Schlaglöchern ausweichen kann. So ein bisschen bremsen und schalten gleichzeitig. Es wird links und rechts gebremst und dann ist das beides vorne. Und die Leute gucken, das ist wirklich lustig. Also die Reaktionen, die sind schon ziemlich cool. Die Schaltung ist am Ende genauso wie bei einem Mountainbike. Dieses Velomobil hat keine Motorunterstützung. Es geht aber trotzdem relativ fix von der Ampel los, aber natürlich nicht so schnell wie bei einem Rennrad zum Beispiel. Und jetzt bei 32 km/h ist das tatsächlich ziemlich entspannt. Beim Rennrad müsste ich mich für 32 km/h deutlich mehr anstrengen. Und wenn ich hier so trete, dann schwankt die Karosserie schon ein bisschen unter meiner Bewegung, hier unter meiner Trittbewegung. Und im höchsten Gang bin ich in diesem Moment bei 53, 54 km/h. Es geht zwar leicht bergab, aber auch nicht viel. Und das ist auch nicht sonderlich anstrengend. Tatsächlich sind hier Geschwindigkeiten von 50 km/h auf ebener Strecke überhaupt kein Problem. Wunderschöner Hof auf der rechten Seite. Und jetzt rollen wir hier mit 54 km/h eine leichte Senke runter. Und auch hier so leicht bergauf wieder fühlt es sich überhaupt nicht so an, als ob man gerade 45 km/h fährt. Wenn wir die Fahrgeräusche betrachten, dann ist das bei einer solch glatten Straße ziemlich angenehm. Da habe ich eigentlich nur den Wind im Ohr gemerkt. Aber über solche unebenen Straßenteile, da rumpelt es schon ein bisschen. Ist halt eine wirklich sehr leichte Carbon-Monocoque-Auslegung. Und das Tolle ist auch, dass die allermeisten Velomobile so eine helle Farbe haben, um wirklich auch sichtbar zu sein im Straßenverkehr. Zusammen mit diesen Positionsleuchten und dem guten Scheinwerfer. Wir haben ja wirklich ein Bike, das nur 80 cm breit ist, aber dadurch, dass man diese Perspektive hat und aus der Karosserie rausguckt, fühlt es sich irgendwie deutlich breiter an. Bei einer solchen rumpeligen Strecke, da ist es gut, dass das Velomobil ziemlich gut federt und dass das Monocoque auch so ein bisschen flexibel ist. Denn die Reifen an sich sind natürlich nicht sehr breit und geben nicht so super viel Komfort. Hier wird es gerade wieder ein bisschen rumpeliger, da versetzt es das Velomobil schon ein bisschen. Man muss wirklich eine ruhige Hand haben am Lenker bzw. an den Lenkern. Und was auch die ganze Zeit hörbar ist, zumindest wenn man hier drin sitzt, ist der Kettentrieb, der super lang ist und durch das komplette Velomobil durchgeführt wird. Und jeder Schaltvorgang ist auch akustisch sehr gut hörbar. Ganz erstaunlich finde ich, dass man eben mit einer einigermaßen guten Fitness
Und ich bin nicht wirklich super fit gerade, aber mit einer einigermaßen guten Fitness kann man durchaus 45 km/h für einen längeren Zeitraum auch halten, also zumindest im Flachen. Und damit bin ich am Ende schneller als mit einem S-Pedelec. Also das ja, bin ich schnell oder bin ich eher langsam? Was würdest du sagen? Ich hatte schon gut zu tun, hinter dir herzukommen. Also du hast schon Gas gegeben, aber das ist der... Das ist auch erstmal der Effekt. Genau, das ist am Anfang. Wenn du nachher länger Strecken fährst, dann lernst du halt Haus zu halten und nicht ständig loszusprinten. Ja, An jeder Ampel, wenn du da ständig Vollgas gibst, Ja, dann bist du irgendwann leer. Ne? ja, okay, stimmt. Das kennst du ja vielleicht, wenn du ein Lastenrad mal ohne Motor gefahren bist. So, ich war ja auch Rennrad und Ja. Bike, also Aber du musst halt jedes Mal mehr Masse beschleunigen. Also jedes Ja. Bremsen kostet Zeit. Manchmal muss man auch bei Ampeln einfach langsam drauf zurollen und kann dann den Schwung noch mitnehmen oder ja. halt wissen, dass man, weiß nicht, wenn da so eine Kulle kommt, dass man den Schwung mitnimmt. Man ärgert sich halt über jede Ampel, die unten ist, wo es hier nachher wieder hochgeht oder jedes Auto, was Ja. dann ausbremst. Das ist halt immer nervig, wie man den Schwung verliert. Ne? Ja. Darf ich mir davon einen Schluck nehmen? Ja, ja, habe ich für dich extra. Vielen Dank. Gutes Ich Solinger hab's Wasser. nämlich vergessen. Öffnen. Ja, alles gut, danke. Also Christian, muss ich ganz ehrlich sagen, super Typ. Der ist so lieb, der hat an so viele Dinge gedacht. Du hast noch deine Mütze aufgesetzt. Der Schaden aus, das vermindert aber die, Ja, die Windgeräusche. Sonst Ja. ist es taub, ne? Wenn das mal das Ohr stimmt, ja. Habe ich mal probiert und es funktioniert. Ne? Ich glaube, Cat-Ears oder sowas nennen die Leute das. Fahr ruhig. Genau, so ein Überlandradweg ist dann natürlich auch gut geeignet, um mit dem Velomobil befahren zu werden. Mal ein bisschen langsamer beschleunigen als vorhin. Ja, und jetzt so 27, 28 km/h fühlen sich wirklich nach nichts an im Grunde, weil es so einfach ist. Also wenn das Gerät erstmal beschleunigt ist, dann ist das sehr einfach auch auf Geschwindigkeit zu halten. Und es fühlt sich halt an wie so einem Sportwagen, ne? Also diese niedrige Sitzposition, dieser eingeschränkte Winkel, den man sehen kann, aber auf gar keinen Fall unsicher, sondern die Rückspiegel, die helfen einem, da den Überblick zu behalten. Und nach oben hin ist das natürlich auch alles offen. Jetzt mit so einer Haube wäre es vielleicht eine deutlich klaustrophobischere Angelegenheit. Aber ich merke auch schon, wie mein Rücken ziemlich nass ist, aber das stört mich jetzt natürlich nicht, weil ich auf dem Polster oder auf dem Sitz sitze. Vorne bin ich schön luftig. Also spontane Vollbremsungen sind allerdings schwierig. Aber wenn man schon sehr vorausschauend fahren, hat Christian ja auch gerade gesagt, gerade auch in Bezug darauf, den Schwung mitzunehmen, damit man nicht jedes Mal das Velomobil beschleunigen muss. Jetzt fahren wir so ganz leicht bergauf, das merke ich auch. Ist wirklich nicht stark, aber wenn ich mir dann überlege, wie es bei Bergen sein muss, wie man sich da hochpowern muss dann mit einem ja recht schweren Fahrrad mit 25 Kilogramm, da muss man schon ziemlich fit sein, gut gefrühstückt haben. Und wenn man dann noch ein bisschen Gepäck hat, ist das natürlich auch nochmal eine andere Sache. Da hat Christian natürlich wieder voll durchgeladen, weil jeden Schwung mitnehmen. Ja, es war schon gut. Man muss den Schwung nutzen. Ja. Ja, es ist die Reaktion der Leute ist wirklich cool. Also ganz viele fragen sich, was ist das denn? Was fährt denn da? Also man merkt an Autos, dass du durch den Kreisverkehr, weil du viel mehr Ideallinie fahren kannst, immer schneller durchkommst. Ja, Man muss den nur richtig nehmen und muss natürlich die Grenze wissen, wo das Ding kippt. Also wenn Ja, du genau. zu schnell bist, kann das echt mal ins Auge gehen. Ich bin darum vorgefahren, weil das war noch safe, aber ja, es war da gut. musst du dich erstmal ein bisschen rantasten, Na klar. was versuchst. Ja, Sonst ist der Kreisverkehr irgendwann zu Ende und der Bordstein kommt näher und dann geht's auf 2 Räder und dann war's das. ich habe auch ein ein Video gesehen, wo jemand mit dem Velomobil umgekippt ist bei so einer Radweg-Verschwenkung. Ja, Das ist dann natürlich nicht so lustig. Aber passiert ja eigentlich nicht viel, ne? ja man rutscht halt und rutscht irgendwo hin und schlägt irgendwo ein. Man hat Lackschaden, man Ja. hat blaue Flecken, immer schlimmer. Ne? Ja, ja. Aber Christian sagt auch, also das ist gerade das Velomobil ist perfekt, gerade für längere Strecken, weil man viel geradeaus fahren kann oder
viel über Land fahren kann für den Stadtverkehr, wo viele auch ungehobelt fahren, also gerade die Autofahrenden, ist das natürlich doch teilweise etwas anstrengend. Und das sieht ja schon cool aus, ne? Ich finde, das sieht so cool aus. Genau, leichte Steigung bergauf und da, zack, kommt dann so ein bisschen der Mann mit dem Hammer. Und da kommt man nicht so schnell weiter. Aber immer noch 33 km/h, also Windwiderstand ist halt das, was am meisten Anstrengung verursacht. Da war ich halt sehr ungeduldig. Aber das muss man halt auch als Velomobilfahrender aushalten können. Aber er war jetzt sehr respektvoll zum Beispiel, halten Abstand. Also ich glaube, die Leute ärgern sich weniger, als viel mehr fragen, was das ist. Wäre so eine Stelle Gegenberg runter, einen Schwung nutzen und eventuell berghoch hätte ich da vielleicht den Radweg genommen, weil von hinten halt viele Autos kamen. Okay, ja. Das ist ja schweben breit, aber ist egal. Okay. Das ist halt nicht, wenn du jetzt erstmal fährst. Nee. Ein Check ging da rechts. Ja, meiner auch. Ich habe noch gehupt, aber du bist gerade Hast nicht gehört, ja. Ja, fahr mal weiter, vielleicht auch noch gehen. Du musst jetzt aussteigen und umsetzen, weil bergunter wenden ist blöd. Ja. Du brauchst immer irgendwas, wo du gegen eine leichte Steigung, da reichen wirklich manchmal Hofeinfahrten oder sowas, fahren, Okay. dass du dich dann zurückrollen lassen kannst. Oder Ja. einen Platz hast, der groß genug ist. Ach nein, ich bin im großen Gang. Nochmal eben Bremse zu und Ja. zurückschaffen. Das wäre jetzt ein peinlicher Moment geworden, weil hier ist die Gefahr, dass man umkippt, wenn man so schräg steht. Ja, ja, ich hatte aber schon geguckt, also dass das recht flach war und. Ja. Oder Ja. eine Stelle zum Wenden zu finden oder man muss wirklich raus. So. Der graziöse Vorgang des Einsteigens. Du hast wirklich lange Beine, ne? Du musst dich da richtig reinfädeln. Ja. Das wird mir in solchen Momenten dann auch immer wieder bewusst. Ja, ich komme auch tatsächlich immer so ein bisschen mit meinen Knien oben an das Gehäuse an. Also daran zeigt sich ja nochmal wieder, dass das tatsächlich dafür gemacht ist, also dass das perfekt für den Körper angepasst wird. Ähnlich ja, wie das auch bei einem normalen Fahrrad sein sollte, also bei einem Rennrad oder Gravelbike oder so. Aber hier ist das nochmal, hier etwas anzupassen. Es gibt wohl auch Velomobile, wo man den Sitz etwas verstellen kann, aber die meisten sind für einen selber quasi zugeschnitten und man muss sie selber dann auch im Endeffekt so ein bisschen auf die eigene Körpermasse anpassen lassen. Okay, als Kopfsteinpflaster ist schon herausfordernd. Okay. Ja, wir sind jetzt wieder zurück. Wie war die Fahrt für dich so? Entspannt. Du musst dranbleiben an dir. Okay, ja, ich habe natürlich dann auch, ich habe ja gar keine Erfahrung, wie das so auf längeren Strecken ist. Ich habe einfach losgetreten und das war, also erstmal kommt man halt deutlich langsamer weg als mit dem Rennrad zum Beispiel. Das ist halt die Masse, auffällig. ja. Aber wenn man dann erstmal rollt, dann ist, also es fühlt sich nicht so schnell an, wie man tatsächlich fährt, hatte ich das Gefühl. Also dann plötzlich wie 45 km/h gefahren, wo ich dann auf dem Rennrad richtig mich abaste, war das hier dann doch verhältnismäßig entspannt, zumindest auf gerader Strecke. Aber gerade so bei Steigungen, selbst bei leichten Steigungen, die hat man dann, habe ich doch deutlich gemerkt, dass ich da doch deutlich langsamer wurde. Ja, diese False Flats, ne? Man denkt, warum Genau. geht's nicht weiter und dann merkt man, es geht ganz Ja, leicht genau. bergauf. Ja. Ja, du hast diesen Begriff, also des Surfens oder Delfinen. Delfinieren, ja. Wenn Ja. man halt so Wellen hat, wo man runter Schwung nimmt, die man dann aber hoch mitnehmen kann, da kann man halt super Geschwindigkeit mitnehmen, wo man beim Rennrad berghoch dann deutlich mehr arbeiten muss, weil man halt von der Luft ständig gebremst wird. Also auf jeden Fall eine super interessante Erfahrung. Ist es die Zukunft der Mobilität? Ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Wenn es eine Randerscheinung bleibt, dann
bleibt es Spaß. Wenn es irgendwann Ja. Masse wird, dann wird es reguliert, dann fängt man an, irgendwelche Sachen vorzuschreiben und dann hört der Spaß schnell auf. Okay, Das sieht man ja. ja bei vielen Autos, die Ja, vollgestopft sind mit irgendwas, was man im Grunde nicht unbedingt braucht. ja. Egal, anderes Thema. Ja, aber sehr interessanter Punkt und wir haben in der Vergangenheit ja auch so Mobile gesehen, auch mit Verkleidung und so und Elektromotoren. Hopper zum Beispiel ist ja zum Beispiel so das auch die Klasse der Velomobile, aber irgendwie komplett was anderes. Aber das ist schon eine sehr, sehr interessante Erfahrung und wenn ihr die Möglichkeit habt und da mal interessiert seid, dann macht es auf jeden Fall, erlebt es einmal. Die Spezie ist ja auch nicht mehr weit weg, so rein zeitlich. Und genau. Vielen, vielen Dank dafür, dass wir das mal erleben konnten, oder dass ich das mal erleben konnte, auch mit dir zusammen. Das war sehr angenehm. Ja, und gerne. Vielen Dank an Jackery fürs Sponsoring des Videos. Geht mal unten auf den Link auf jeden Fall. Wenn ihr irgendwelche Gedanken dazu habt, schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Lasst es uns gerne wissen. Gebt den Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbahn das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss. Tschö. Bis dann. Vielen Dank dir nochmal. Ich finde ja dieses Kabel hier, das gleichzeitig der Griff, das ist ja total irre. Das ist cool, ne? Dass das hält, ne? Wie man darauf kommt, dass das auch noch Ja. stabil genug ist. Ja, ich fand das ist eine echt witzige Also Idee. ich bin ja auch immer auf der Suche nach kurzen USB-C-Kabeln, aber das Ja. wird wahrscheinlich jetzt mehr kosten als ein Sack Kabel aus China zusammen. Ne? Wenn Ja, man du das könntest einzeln auch den Link in der Videobeschreibung. Ja. Auch du kannst den nutzen. kauft. Klar, Mit dem aber Rabattcode. allein dieses Kabel finde ich schon klasse.